Sie wollen an Ihrem Proaktiv Lift Aktivstuhl die Gasdruckfedern wechseln? Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Herzlich willkommen in der Proaktiv Servicewerkstatt. Mein Name ist Jendrik und wir benötigen heute folgendes Werkzeug. 5er Innensechskantschlüssel, einen 17er Gabelschlüssel sowie gegebenenfalls eine Montagehilfe in Form von einem Rundmaterial. Als erstes benötigen wir die angesprochene Montagehilfe. Damit sichern wir den Rollstuhl gegen ungewolltes Absacken. Hierzu die Montagehilfe durch das Rad, kann man auch abnehmen natürlich, durch die untere Schwinge, durch die zweite untere Schwinge und anschließend auf beiden Rahmenrohren aufliegen lassen. Die Montagehilfe ist hier nun drinne, hat noch Spiel, wird nachher fixiert sein. Nun mit dem 5er Imbusschlüssel die Imbusschrauben an der oberen Kiste lösen und beide demontieren. Als nächstes lösen wir die beiden Kontermuttern am unteren Ende der Gasdruckfeder. Diese ganz nach oben losdrehen, damit die Gasdruckfeder nachher frei beweglich ist. Als nächstes klappen wir beide Gasdruckfedern nach vorne raus und können sie dann anschließend aus der unteren Kiste herausschrauben. Dazu die Kiste leicht nach hinten drehen und dabei die beiden Gasdruckfedern nach vorne klappen. Achtung, bei den ersten Modellen des Liftstuhls sind hier zwei Distanzen verbaut. Diese können herausfallen, müssen dementsprechend nachher mit den neuen Gasdruckfedern wieder montiert werden. Nun wird der Liftstuhl abgesetzt und hält sich auf unserer eingesetzten Montagehilfe. Er geht nicht weiter nach unten, man hat immer noch genug Platz zum Montieren. Die angesprochene Distanz bleibt entweder auf der Gasdruckfeder oder kann entnommen werden. Ebenfalls nicht verlieren. Nun können beide Gasdruckfedern gegen den Uhrzeigersinn herausgeschraubt werden. Auf den Gasdruckfedern sehen Sie Angaben zum Typ der Gasdruckfeder. So, hier steht in dem ersten Feld 1000 Newton. Das beschreibt die Kraft dieser einzelnen Gasdruckfeder. Falls sich der Komfort vom Stuhl verändern soll oder also bezüglich der Kraft zum Hoch- oder Runterfahren oder aufgrund von einer Gewichtsänderung wieder der gleiche Komfort hergestellt werden soll, kann hier eine Gasdruckfeder mit einer anderen Stärke verbaut werden. Der Einbau funktioniert genau gleich, nur eben andersrum. Das zeige ich Ihnen jetzt. Beide Gasdruckfedern, die Muttern wieder ganz oben angedreht halten und wieder in die Buchsen in der unteren Kiste einsetzen. Die Gasdruckfedern noch nicht ganz einschrauben. Diese müssen von der Einschraubtiefe exakt eingestellt werden. Wenn man nun die Gasdruckfedern dreht, wird man spüren, wie sich der Widerstand leicht verändert. Von einer ganz leichten Drehbewegung zu einem etwas erhöhten Drehwiderstand. Wenn man diesen erreicht hat, soll die Gasdruckfeder eine halbe Umdrehung wieder herausgeschraubt werden, um von diesem Widerstand wegzukommen. Das gleiche machen wir bei der zweiten Gasdruckfeder. Einschrauben, bis der Widerstand spürbar ist und dann wieder eine halbe Umdrehung zurück. Nun werden die Gasdruckfedern auf dieser Position mit den Kontermuttern fixiert. Zum Sichern verwenden wir wieder den 17er Gabelschlüssel.
Nun können die beiden Gasdruckfedern wieder in der oberen Kiste eingesetzt werden. Achtung, wenn die Distanz entnommen wurde, diese nicht vergessen wieder einzubauen. Zum Einbau die Kiste wieder eindrehen, dazu den Stuhl leicht anheben und beide Gasdruckfedern mit einsetzen. Nun können die Schrauben wieder in den Löchern angesetzt werden. Hierzu wieder leicht andrehen und dann die Schrauben anschließend wieder eindrehen und festziehen. So, die Montage ist abgeschlossen, beide Gasdruckfedern sind gewechselt. Falls Ihnen unsere Service-Tipps geholfen haben, gerne als Rückmeldung einen Daumen nach oben dalassen und um keine Service-Tipps mehr zu verpassen, jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal in unserer Proaktiv Servicewerkstatt.